Tja. Ja, Party sprengen. Dass Feuerpfeile auch so teuer sind. Ich denke mal, ich nehme noch Wasserpfeile mit. Seemospfeile müssen einfach reichen. Ja, ne? Beginnen wir. Im Glockenturm. So, aber erstmal die ganzen Dinger lesen. Bevor ich wieder angemeckert werde. Hey Chicken, wieso kaufst du das, wenn du das eh nicht liest? Weil ich es immer vergesse. The new scripture of the master builder. Draft page 3. And so Karras did said, quilled to paper to record his accomplishment. The most important of humankind before him, and certainly after performed in the service of the master builder. And at that time none could know the scripture, and Karras could not read from it during his sermons? For he knew that humans, even his followers, in their weakness, would not rejoice and celebrate as Karras had at the good news of the builder's paradise. Because humans were flawed, they would fail to understand. It was only Karras who truly knew that humans were an invention of the master builder, that they might invent the builder's children to please him. In the soft whirring of the clean old gears of the children around him, Karras heard the deafening roar of their approval. Note: I shall need to take pains in collecting these materials together again in my arrogant press to capture events that pass and my thoughts on them. I have read passages in many of my chambers, and at present I cannot return to collect them. Or shall I trust another to collect them from me? Ein großes Fragezeichen schwebt über Chickens Kopf. Eigentlich ist es ja eine Glocke. Sie schwebt nicht, sie ist befestigt. Geh! Damit ist bestimmt nicht Garrett gemeint. Got some news for ya. A guy named Valentia just entered Dayport, and he's only there for a couple of days. He's some kind of diamond exporter. Deals with roach stones. Well, while he's in town, he's storing a pouch of uncut diamonds at the Dayport Traders Bank. Security there is supposed to be pretty loose. Trotz dass da Diamanten sind. Hell, the place is on the top floor of one of the marble buildings, so they must not accept any company, if you know what I mean. It should be fairly straightforward if you take the Thieves Highway. Aber natürlich! Frostbeast-Eck. Ja, die Dinger sehen schon sehr interessant aus. Vom Design. Equipment-Tipp. Mr. Garrett! I apologize for my inability to serve your particular needs, but at this time I simply lack the supplies you require. But I do know where a man of your particular skills might acquire a few useful tools. Castle
Cars lies in Dayport has a well-stocked armory, complete with the finest arrows and explosives. Weil Garrett die Party sprengen wird mit seiner uneingeladenen Anwesenheit. Getting into the armory may be difficult, though rumors has it that Cars lies has installed a new security door. And the thing is immune to everything from lockpicking to battering rams. Still, a man of your reputation should be able to circumvent such challenge, no? Rudyard. Yeah. Ach, ich bekomme keine Anweisung von Victoria, wie diese Frostbeast-Eggs funktionieren. Ja, learning by doing, ne, Chicken. Oh, da ist Rappi. Gucken wir erstmal einen Blick auf die Karte. Bell Tower. Dayport. Das ist der Weg, den ich nehmen soll. Shimenon Eastgate. Master Willys Manor. Castle Van Vernon. Da kann man aber jetzt nicht überall einsteigen, oder? Apartments. To Angel War. Alter! Wie groß ist dieses Level? Ja, ne, so ein paar Etagen. Mechanist Lift. Soll es jetzt gut für mich sein oder schlecht? Office. Wahrscheinlich ist es eine schlechte Idee, den Lift zu benutzen. Erstens mal wegen Kameras und zweitens Mechanists, die da hoch und runter fahren sekündlich. Oh, das Spiel will nur, dass ich das denke. Dass ich die Treppe nehmen muss. Alter, Alter, Alter. Ich sehe mich jetzt schon verlaufen, weil es da auch anscheinend keine Karte vom Gebäudeinneren an sich gibt, sondern nur diese Skizze. Hey, Tini, das wird wunderbar, das Level, habe ich das Gefühl. Ja. Ich weiß, das kann dir egal sein. Sowas von egal. Wie tief geht's da eigentlich runter? Sehr tief, habe ich das Gefühl. Würde ich da wieder hochkommen? Nein. Nein, Chicken, du wirst Matsch. Du kommst da nicht wieder hoch. Hey, the city looks almost bearable from up here. Ja. Besonders wegen den so wenigen Leuten, die herumlaufen. Hey, guck mal! Wenn das jetzt den Thief-Reboot, würde ich so eine Anzeige bekommen. Nicht für so ein Quicktime-Event, sondern... Oh, das kann man schon ähnlich eines Quicktime-Events sehen, wenn so eine Taste auf Bildschirm erscheint und wenn man was drückt, was auslöst. Ja, ne? Münzen! Ich bin reich! Ja, reich. Du bist nur aufgemalt. Dass da oben auch nur aufgemalt ist. Mich würde ja schon interessieren, ob da unten irgendetwas ist.
Liegt das auch auf Stein? Nö. Nö. Und wenn ich da runterspringe, um zu gucken, sterbe ich. Checken, manche Dinge ist es besser nicht zu wissen. Sieht das so aus, als könnte man das öffnen? Das Fenster. Über dem offenen Fenster. Bin mir unsicher. Aber hey, wenn wir gerade von offenen Fenstern reden. Ein Stück Käse. Was hat das mit offenen Fenstern zu tun? Weiß ich nicht. Das Bild hängt schief. Da hat jemand einen Knick in der Optik. Mit dem Pferdchen! Boah! Ja, Pferde in einem Thief-Spiel. Das wäre doch mal was. Warum Gary doch immer auf dem Pferd reiten sollte? Ich habe keine Ahnung. Um halt schneller voranzukommen. Falls er irgendwohin Schnellreise machen muss. Ja. Garrett, Schnellreise. Da geht es ganz schön tief runter. Garrett war sowas von Matsch. Warte, ich sollte alle Fenster checken. Vielleicht gibt es hier ja, irgendwo ein geheimes Fenster, das man öffnen könnte. Vielleicht, das so jedenfalls so aussieht, als könnte man es öffnen. Aber nein! Sonst wäre es ja so schon so offen. If I follow this road north, it should take me right to the Mechanist Tower. Ach ja, das erinnert mich gerade an den dritten Thief-Teil. Gut, dass das hier noch First Person ist. Oh, Raffi ist so rumgeraged. Also nicht im Sinne von wirklich ragen, sondern er war einfach nur entnervt. Habe ich das eigentlich schon erwähnt, dass es das letzte Thief, das vollkommen blind ist? Für mich? Wer hat mich jetzt gehört, gesehen? Seems quiet enough now. Okay then. Ich sehe schon jemand in dem Haus. Was ist denn das für ein Haus überhaupt? Keine Ahnung, irgendwo, nirgendwo. Eins von beiden, sucht es euch aus. Ich wollte irgendwie auch ein bisschen rumgucken. Dann werde ich direkt so angegafft. Diese Wachen heutzutage haben auch kein Benehmen, ne? Ach, das ist so schön. Überall offene Fenster, wo man einsteigen kann. All right, I hear you. Come out in the open at once. Bist du das? Der meint mir so auf den Senkel zu gehen? Hello? Anyone there? Du Kerl, hinter dem Fenster. Du stehst ja gerade in so einer schönen Headshot-Position. Ja, Hotshot. Schusskopf. Warum auch immer. Naja, wir werden dann in der nächsten Aufnahmesession in die einzelnen Gebäude hier einsteigen. Und den Typen da sowas von zack, ne? In dein Face. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.